einen Motovlog starten bei 3 Grad. Na, was soll's. Hallo liebe Freunde der lauten Motorräder, ich bin Marvin und das hier ist mein erster Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich komme aus Bayreuth, liegt in Oberfranken in Bayern. Ich fahre eine 1993er Electroglide von Harley Davidson, na klar, sonst wäre es nicht so schön laut und würde nicht so gut klingen. Und genau, ist ein 1340 Evo, ist noch das alte Baujahr, hat den riesen Vorteil, es gibt keine E-Nummern, ich brauche keinen Klappenauspuff, kann auch so schön laut sein, das ist ziemlich praktisch. Und genau, das Motorrad fahre ich jetzt seit ungefähr 6 Jahren, bin von einer Yamaha XVS 650 Dragster, ich blende sie hier mal ein, bin ich auf eine Sportster gekommen, auf eine 883er, und ich habe mir damals eine recht neue Sportster gekauft von 2012, weil viele meiner Freunde schon alte Harleys hatten und die nicht so ganz zuverlässig waren. Gut, mittlerweile weiß ich es besser, das lag nicht unbedingt am Motorrad. Und dann hatte ich die neue Sportster, hatte wegen Problemen mit der Alarmanlage, war nie so ganz zufrieden und wollte eigentlich schon vorher eine Electroglide oder eine Streetglide besser. Die Streetglide war so wie das Traummotorrad. Wenn man nicht an Harley denkt, denke ich an die Streetglide. Und dann habe ich meine Sports verkauft und jetzt bin ich hier mit der Electroglide. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein extra Video zu machen, weil ich doch einiges umgebaut habe mittlerweile. Wie an eigentlich allen Motorrädern. Macht Umbauen Minimum genauso Spaß wie Fahren. Und deswegen baue ich eigentlich immer viel zu viel um. Zum Leidwesen meiner Frau. So, und wir fahren. Ich muss eigentlich nur zum Mittagessen, das ist eine Strecke von 500 Metern, aber ihr kennt das, wenn man sich mal aufs Motorrad hockt, dann fährt man nicht immer eben nur 500 Meter, sondern dreht die große Runde. Sonst lohnt es sich ja gar nicht. Sonst lohnt es sich gar nicht, das Motorrad zu machen. So, eigentlich. So, das muss ich danach kurz rausschneiden, dass ich hier gerade bei 30 überholt habe. Naja, egal. Schaut eigentlich irgendjemand auf mein Tacho? So. Wie bin ich zum Motorradfahren gekommen? Es ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Mein Vater fährt seit Jahrhunderten Motorrad, war schon in der halben Welt mit seinem Motorrad. Aber irgendwie habe ich mich nie dazu entschlossen, einen Motorradführerschein zu machen. Ich bin immer gern BMX gefahren, aber Motorradfahren, so gerne ich es gemacht hätte, irgendwie hat es nicht gepasst. Dann kam meine Frau und meinte, sie möchte jetzt den Rollerführerschein machen, weil sie sich gerne Vespa kaufen möchte. Ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und ich dachte, naja, wieso eigentlich nicht? End vom Lied ist, ich will nur noch ein Motorrad und sie hat den Roller wieder verkauft. Naja, wie es Leben halt zu spielen. Ich versuche in meinem Vlog, ich versuche viele Fahrvideos zu machen. Ich werde über Themen quatschen, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ich versuche auch ein bisschen Schraubervideos zu machen. Ich muss demnächst ein bisschen Wartung machen an meinem Motorrad. Ich brauche neue Bremsleitungen. Können zusammen die Bremse entlüften. Ich mache ein paar How-To-Videos. Genau, und dann einfach noch ein bisschen rumfahren, quatschen, was man halt so macht. Du. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, haut in die Kommentare. Bin immer offen für Kritik. Ja genau, wo war ich stehen geblieben? Motorräder. Nachdem ich die Yamaha recht krass umgebaut habe, habe sehr viel dran gemacht. Ich müsste eigentlich ein Vorher-Nachher-Bild mit reinmachen, wäre ganz witzig. Habe ich mir eine Iron gekauft, der 883er Sportster. Ich glaube, neben der 48
eins der meistverkauftesten Motorräder von Harley Davidson. Günstig, schwarz, Harley. Klingt nach Harley, sieht aus wie eine Harley, super Sache. Bin die dann ein bisschen gefahren, habe dann ein wenig die Leistung vermisst und wollte mal schauen, wie weit ich gehen kann, und habe das ganze Ding dann etwas aufgeblasen, habe ein 1250er Kit draufgebaut, aus Amerika bestellt, fahr durch in der Mitte, habe dann 1250er Kit, höhere Verdichtung, leichtere Kolben, habe den Drehzahlbegrenzer hochgeschraubt und konnte damit wahrscheinlich 80 PS, circa 80 PS. Ich war damit nie auf dem Prüfstand und ich weiß es bloß, dass der Hersteller, der dieses Kit verkauft, hat ein ähnliches Bike, ähnliche Konfiguration, ähnlicher Auspuff, und die sind auf knapp 82 PS gekommen. Deswegen gehe ich davon aus und war damit ab und zu mal auf dem Dragstrip. Es gibt immer so eine Veranstaltung auf der Achtelmeile. Habe ich mich ganz gut geschlagen gegen auch größere Maschinen. Und ja, aber an einem Punkt angekommen, ich bin irgendwann an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr wusste, was ich umbauen sollte. Und dann wurde es irgendwann langweilig. Klingt blöd, aber es wurde langweilig. Und ich habe mich dann schlau gemacht und habe mir die alte Electroglide gekauft, die furchtbar aussah am Anfang. Ich hau euch ein Bild rein, ungefähr hier. Mit dem Topcase in der riesen Sitzbank. Und das war echt schlimm. Das war echt schlimm. Wo wir gerade dabei sind. Ich zeige euch einfach mal kurz meine. So sieht sie jetzt aus. Kein Topcase mehr. 13 Kilo Chrom entfernt. Und genauso wie ich sie gerne hätte. Genau, die Electroglide habe ich jetzt knapp ein Jahr, 2 Monate. Bin in dem Jahr ca. 10.000 Kilometer gefahren. Ich hoffte, es war mehr. Es ist echt krass. Es hat immer noch 2 Grad und der Typ läuft hier im T-Shirt rum. Drüben mal zum Vergleich. Genau, wo ich stehen geblieben. Bin knapp 10.000 Kilometer gefahren. Hätte ruhig mehr sein können, aber Arbeit und Zeit, ihr wisst, wie es ist. Klappt leider nicht immer. So. Immer diese BMW-Fahrer, die langsam vor einem hergurken. Ja, ich gebe es zu, ich fahre auch rein. Und wieder ein schönes Schaufenster. Gibt es eigentlich Leute, die Motorrad fahren, das nicht machen? Mal ernsthaft? Oder zeugt es doch nur, dass man das falsche Motorrad hat? Will der Fußgänger noch rüber? Nein, schafft er nicht. Und wunderschön, ich liebe es, 2 Spuren. Hui. Okay, ich würde sagen, das war's für meinen ersten Vlog. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ihr könnt gerne mich abonnieren oder einfach erstmal bis zum nächsten Vlog warten. Der, ich hoffe doch, sobald es bei der Mitspiel nächste Woche dann erscheint. Aber erstmal schön, dass ihr zum ersten reingeschaut habt. Wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen, Wünsche, irgendwas habt, haut in die Kommentare, lasst ein Like da und ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.